Hallo zusammen. Wenn du ganz neu in Overwatch bist, fragst du dich vielleicht, wen soll ich spielen? Was ist überhaupt meine Aufgabe und womit fange ich an? Keine Sorge, hier kommt jetzt eine einfache Erklärung für deine ersten Schritte. Ich mache das erstmal ganz allgemein und gehe dann später im Detail auf die einzelnen Dinge ein. Erstmal erkläre ich dir die 3 Kategorien, die es im Spiel gibt. Das fängt an mit den Tanks, die siehst du in der Heldenübersicht links. Der Tank ist sozusagen der Wegbereiter. Der Tank geht voran, der Tank schützt sein Team, er blockt Schaden, er sorgt dafür, dass das Team möglichst sicher vorankommt. Du bist die Wand zwischen deinem Team und dem Chaos vor dir. Klar, natürlich, auch du kannst Gegner ausschalten, du kannst Kills machen und so weiter, aber deine Hauptaufgabe ist es tatsächlich, Raum zu schaffen und Druck zu machen, an den richtigen Stellen natürlich. Du trägst eine große Verantwortung, denn wenn du fällst, fällt meist das ganze Team. Die Kategorie empfiehlt sich also nicht für deine allerersten Spiele und deine ersten Schritte im Spiel. Also das würde ich sagen, ist keine Kategorie, die ich als erstes wählen würde. Ich werde trotzdem im weiteren Verlauf dieses Videos 3 Tanks nennen, mit denen du ganz gut anfangen kannst. Trotzdem keine Kategorie für deine allerersten Matches in Overwatch. Als nächstes haben wir den Schaden- oder Damage-Dealer, den DPS, den Schadensmacher. Das ist die mittlere Kategorie in der Übersicht. Als Damage-Spieler, oder Damage-Dealer, so nenne ich das jetzt in Zukunft, oder als DPS, geht es einfach ausgedrückt ums Austeilen von Schaden. Du suchst Schwachstellen, du flankierst zum Beispiel, je nach Charakter natürlich. Du triffst möglichst präzise und bringst Gegner zu Fall. Du bist verantwortlich für Kills und achtest möglichst auf das Momentum. Üb deinen Tankdruck aus, erhöhst auch du den Druck. Aber du bist nicht allein. Du rennst nicht solo in einer Gegnergruppe, nur um dann abgeschossen zu werden und zu sterben. Das sieht man sehr häufig und sehr ungern. Ohne Tank und Support wird es schnell ungemütlich. Das heißt, du musst dich schon ein bisschen auch nach deinem Team richten. Wie gesagt, auch da gibt es klassische Ausnahmen, aber das hier ist ein Video für Anfänger. Ich erkläre dir jetzt, wie du anfangen sollst, und ganz wichtig ist als DPS, als Damage-Dealer, du rennst nicht allein gegen eine Gruppe von Gegnern. Die letzte Kategorie ist der Support, oder ich nenne ihn jetzt mal den Lebensretter. Support heißt nicht nur heilen, das ist ganz wichtig. Du hältst dein Team am Leben als Support, das ist klar, aber du gibst auch Buffs. Mit Buffs ist gemeint, du verstärkst dein Team. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, auch da komme ich später zu. Du rettest in letzter Sekunde einzelne Spieler und ja, du kannst je nach Support auch ordentlich Schaden austeilen. Das ist ganz wichtig. Da kommt es drauf an, wen du spielst. Auch darauf gehe ich später noch ein. Aber deine Verantwortung ist besonders groß. Du musst ständig mitdenken, Position checken, Prioritäten setzen. Du guckst, es sind ja häufig mehrere Leute gleichzeitig kritisch und brauchen zum Beispiel deine Hilfe, deine Heilung. Da musst du entscheiden, und das ist eine wichtige Entscheidung, wem helfe ich. Du bist praktisch das Rückgrat des Teams. Ich möchte hier nochmal extra betonen, dass Tank und Support eine extra Verantwortung trägt. Während der DPS, der Damage-Dealer oder der Schadensmacher sich hauptsächlich auf Kills konzentriert, müssen Tank und Support oft einfach ein bisschen mehr leisten. Sie koordinieren, sie müssen schneller reagieren und sie müssen auch führen. Sie stabilisieren das Team im weitesten Sinne. Ich starte jetzt mal mit ein paar ganz allgemeinen Tipps. Ich fange mal mit dem ersten Tipp an. Schau dir Helden im Trainingsbereich an. Bevor du dich ins echte Match stürzt, nimm dir Zeit, einen Helden im Trainingsbereich zu testen. Lerne ihre Fähigkeiten, schau dir ihre Bewegung an, finde heraus, ob dir der Held überhaupt liegt, das ist ja ganz wichtig. Du musst nicht alles sofort verstehen, das wird auch nicht funktionieren, aber du solltest zumindest wissen, was du auswählst und was für Fähigkeiten der Charakter hat. Der zweite Tipp ist, spiel gegen die KI, etwas, das viel zu selten gemacht wird, gerade von Anfängern. Bevor du gegen Menschen spielst, spiel gegen die KI. Der KI-Modus ist ein wirklich guter Ort, einen Held auszuprobieren. Er ist praktisch, er ist ein sicherer Raum. Hier kannst du Abläufe üben, Fähigkeiten testen und ein Gefühl für das Spiel und für den Helden entwickeln, den du spielst. Nutze ihn, um Stress zu vermeiden und um Selbstvertrauen aufzubauen. Das darf auch nicht unterschätzt werden. Du hast ein anderes Selbstvertrauen, wenn du deinen Held einigermaßen bedienen kannst. Dritter Tipp: Beobachte, bevor du selber agierst. Was ich damit meine ist, Overwatch ist ein sehr schnelles Spiel, aber du musst nicht alles sofort richtig machen, das ist ganz klar. Schau dir aber an, wie andere sich bewegen.
Schau dir an, wie Kämpfe entstehen, wie Rollen zusammenspielen und so weiter. Verstehen kommt vor dem Agieren. Irgendwann weißt du genau, was zu tun ist und dann kannst du selber aktiv werden. Am Anfang in deinen ersten Matches spielst du natürlich mit, das ist klar, du stehst nicht hinten und bist kein Zuschauer, aber du versuchst möglichst viel aufzunehmen und zu lernen und dir abzugucken von anderen Leuten. Der 4. Tipp wäre, wenn ein Held nicht zu dir passt, dann bist du nicht an diese Wahl gebunden. Das finde ich ist ein ganz wichtiger Tipp. Schau dir einfach andere Helden an. Ich habe ja hier für jede Klasse 3 Empfehlungen ausgesprochen, aus denen kannst du ja schon mal wählen. Liegt dir ein Held nicht, guck dir einen anderen an und halt nicht stur daran fest. Es kann ja sein, dass ein Held sich an und für sich einfach spielt, aber er liegt dir einfach nicht. Dann schau dir andere Helden an. Und der letzte allgemeine Tipp wäre, du bist Teil eines Teams. Du spielst nicht allein. Egal welche Rolle du spielst, du wirkst immer im Verbund. Kommunikation, zum Beispiel über Voicelines, über Pings etc. Dazu kommen wir noch in anderen Videos. Ich kann nicht alle Themen jetzt im ersten Video behandeln, aber Kommunikation ist wichtig, Positionierung und Timing. All diese Dinge sind wichtiger als Einzelaktionen. Das ist ganz wichtig. Lerne dich ins Team einzufügen. Das ist kein Solospiel, das ist ein Teamshooter. Also ihr müsst als Team agieren, ihr gewinnt zusammen und ihr verliert zusammen. Im letzten Teil des Videos kommen wir jetzt nochmal zu den 3 Klassen. Ich sage nochmal ganz kurz was allgemein zu den Klassen und dann gebe ich dir 3 Tipps, welche Helden sich für den Anfang eignen. Ich fange nochmal an mit dem Tank. Das ist keine Rolle, die ideal ist für die ersten Matches. Das liegt ganz einfach daran, sie verlangt Überblick, Timing und Verantwortung. Als Tank bist du im Prinzip der Dreh- und Angelpunkt des Spiels. Du entscheidest, wann das Team vorangeht, wo gekämpft wird, wie lange ein Punkt gehalten werden kann, wann es besser ist, sich zurückzuziehen. All diese Dinge entscheidest du als Tank. Du musst Position lesen können, du musst sehen, wo entsteht Druck, wo braucht dein Team gerade Schutz. Du musst aber auch Initiative zeigen, du eröffnest die Kämpfe, du reagierst nicht nur. Du musst standhalten können, du musst auch mal Feuer auf dich ziehen können, ohne dass du einfach stirbst, weil ohne den Tank ist ein Kampf Team gegen Team schnell verloren. Die Rolle ist sehr anspruchsvoll, weil sie eben nicht nur mechanisches Können erfordert, sondern auch Spielverständnis. Du bist nicht zwangsläufig da, um viele Kills zu machen. Natürlich als Tank wirst du, wenn du gut wirst, auch viele Kills machen, aber du gibst dem Spiel hauptsächlich Struktur. Wenn du dich entscheidest, dass du Tank spielen möchtest, dann empfehle ich dir zum Beispiel Orisa. Orisa hat klare Aufgaben, sie kann gut den Raum halten, sie kann gut Druck ausüben, sie kann gut ihr Team schützen. Orisa hat keine komplexe Mobilität, sie hat eine hohe Standfestigkeit, sie hat ihre Fortify-Fähigkeit. Ich blende hier auch noch ihre Fähigkeiten ein, dann kannst du das sehen. Ihre Spielweise grob ist, du positionierst dich eher zentral, du hältst die Front stabil, du kannst Gegner unterbrechen und wegstoßen. Du hast Fähigkeiten, dich zu verstärken, wenn du unter Druck gerätst. Und ihr Ultimate ist ganz gut, um mal einen Raum zu kontrollieren. Mein zweiter Tipp wäre D.Va. D.Va verzeiht Fehler durch ihre hohe Mobilität. Das heißt, du kannst schnell in Kämpfe springen, du kannst aber auch schnell wieder rausspringen. Ihre Defense Matrix, ihre Fähigkeit schützt dich und dein Team vor Projektilen. Ganz wichtig, nur vor Projektilen. Du spielst D.Va in etwa, indem du ihren Booster benutzt, um schnell in Kämpfe reinzufliegen und den Booster wieder benutzt, um schnell zu entkommen, bevor du stirbst. Ihre Defense Matrix benutzt du, um Projektile zu neutralisieren. Damit kannst du dein Team schützen. Ihr Ultimate ist sehr stark, aber dafür brauchst du Timing, das musst du ausprobieren. Ich habe ja schon gesagt, geh ins Training, geh ins KI-Training, nutze sie und guck, wie ihr Ultimate gut einzusetzen ist. Zuletzt empfehle ich hier Roadhog. Den empfehle ich deshalb, weil er eine hohe Eigenständigkeit hat. Du bist nicht ganz so sehr von deinem Team abhängig, du kannst dich nämlich selbst heilen. Er hat ein relativ einfaches Zielsystem. Du hast eine hohe Lebenspunktezahl. Du bist im Nahkampf sehr stark. Du kannst sowohl im Fernkampf als auch im Nahkampf viel Schaden machen.
Es gibt gute Kombinationen, die du mit ihm spielen kannst, die du relativ früh lernst. Du kannst den Haken von ihm mit Nahkampfschaden und Nahkampfschüssen kombinieren. Wie gesagt, du kannst dich regelmäßig heilen. Und das Ultimate von Roadhog ist ganz gut, um Gegner wegzustoßen, um zum Beispiel mal einen Punkt einzunehmen oder Gegner von der Fracht zu schieben. Also es ist ein gutes Ultimate zur Raumkontrolle. Jetzt kommen wir zur beliebtesten Klasse in Overwatch 2, zur Schadensklasse oder zum DPS. Der DPS muss Ziele priorisieren. Wer muss zuerst fallen? Du kannst schauen, wer hat gerade wenig Leben, wo lohnt es sich drauf zu schießen. Du musst deine Positionierung beherrschen, du musst dort sein, wo du wirken kannst. Nicht jeder Charakter oder jeder Held spielt sich gleich. Du musst das Timing deines Charakters verstehen, deine Ultimates vernünftig nutzen können. Wenn du länger spielst, musst du flankieren können, du musst mit dem Tank zusammen pushen können, die Mechaniken üben, zielen, bewegen, die Fähigkeiten kombinieren und du musst natürlich auch später, wenn du ein bisschen spielen gelernt hast, lernen, wie du auf dich alleine gestellt unterwegs sein kannst. Also du musst auch mal eine Entscheidung alleine treffen können, wenn du siehst, da tut sich jetzt eine Chance auf. Mein erster Tipp für die Schadensklasse wäre Soldier 76. Ist ein ganz klassischer Einstieg. Du spielst ja diesen Charakter auch im allerersten Tutorial. Vertrautes Gameplay, ein automatisches Gewehr mit Zielvisier. Du hast Selbstheilung. Du bleibst relativ mittig im Team mit ihm, also so spielt man ihn am Anfang. Du hältst Abstand, du kannst deinen Sprint nutzen, um deine Position mal schnell zu wechseln oder zu ändern und auch mal um Distanz zum Gegner aufzubauen, wenn dir jemand zu nahe kommt. Du kannst dein Heilungsfeld legen, wenn du Schaden nimmst. Du kannst damit aber auch dein Team unterstützen. Ist nicht deine Hauptaufgabe, du bist kein Supportspieler, aber das kannst du im Auge behalten. Wenn gerade kein Heiler da ist, kannst du dein Team mit deinem Heilungsfeld unterstützen. Und dein Ultimate, der Tactical Visor, der zielt automatisch. Das ist ideal für Anfänger. Du kannst im Ulti also ein paar Kills machen oder viel Schaden verursachen, ohne dass du besonders gut zielen können müsstest. Mein zweiter Tipp wäre Torbjörn. Torbjörn hat ein Geschütz, das eigenständig Schaden austeilt. Du musst nicht ganz so präzise schießen, wenn dir jemand zu nahe kommt. Torbjörn hat so etwas wie eine Schrotflinte. Du hast gute Überlebensfähigkeiten durch die Fähigkeit Überladen, im Englischen Overload. Du kannst dein Geschütz strategisch platzieren. Es gibt Engstellen oder auf Höhen, auf dem klassisch High Ground genannt. Du kannst eben deine Überladung nutzen, um schneller zu schießen, aber auch um schneller zu laufen, um etwas mehr auszuhalten. Und sein Ultimate ist sehr gut, um Flächen abzudecken, zur Zonenkontrolle und so weiter. Also ein guter Held für den Anfang. Und mein letzter Tipp für die Schadensklasse wäre Mei. Mei verzeiht Fehler durch hohe Überlebensfähigkeiten. Du brauchst nicht super präzises Aim im Nahkampf, denn ihr Strahl trifft im Prinzip kontinuierlich. Du hast starke Kontrolle über Gegner und Raum. Du hast gute Defensivmöglichkeiten. Du hast eine Eiswand. Du hast Selbstheilung. Im Prinzip spielt sich Mei sehr intuitiv und sie ist sehr wertvoll fürs Team, wenn man sie gut beherrscht. Du kannst Gegner verlangsamen, sie einfrieren. Du hast eine Eiswand, mit der du Wege blockieren kannst. Du kannst Gegner isolieren. Es ist ein starkes Ultimate, das sie hat. Ein großer Bereich wird eingefroren. Das ist ideal zur Kontrolle von Punkten. Mei eignet sich also sehr gut für den Anfang. Jetzt kommen wir zur dritten und letzten Kategorie, zum Support. Der Support hat die Rolle mit der größten Verantwortung, denn du bist nicht nur Heiler, du bist Retter, du verstärkst dein Team, du entscheidest, wer überlebt im Notfall, du entscheidest, wer weiterkämpfen kann, du trägst das Spiel mit. Du musst heilen und dabei priorisieren, wer braucht deine Hilfe zuerst, wer braucht sie dringender, wer kann vielleicht länger warten. Du musst dich gut positionieren, du brauchst Weitblick, du musst immer in Reichweite sein, damit du sowohl den Fokus des Gegners nicht verlierst, also du darfst den Gegner nicht aus den Augen verlieren, du darfst aber auch dein eigenes Team nicht übersehen.
Du musst also im Prinzip multitaskingfähig sein. Du musst heilen, buffen, debuffen, Schaden machen, Ultimates Time, selber überleben. Du bist nämlich auf Ziel Nummer 1 als Support, weil wenn du fällst, fällt dein Team. Ist so ein bisschen wie mit dem Tank. Auch hier ist die Kommunikation wichtig, aber dazu kommen wir auch nochmal in einem separaten Video. Meine erste Empfehlung für die Kategorie Support wäre Mercy. Warum sie besonders gut geeignet ist: Du brauchst nicht besonders gut zielen können, du brauchst also kein Aim. Dein Heilstrahl folgt automatisch. Wenn du einmal einen Mitspieler an deinem Strahl hast, dann bleibt er automatisch dran. Du hast eine klare Rolle, du heilst, du verstärkst und du belebst wieder. Und du hast eine hohe Mobilität durch deine Fähigkeit Guardian Angel. Du spielst Mercy, indem du viel in Bewegung bleibst. Du nutzt deine Fähigkeit, um dich zwischen Verbündeten hin und her zu bewegen. Du verstärkst den Schaden deiner Mitspieler. Das machst du mit dem blauen Strahl. Und wenn jemand Heilung braucht, dann heilst du ihn. Du kannst wiederbeleben, das machst du aber mit Bedacht. Hier ist das Timing auch entscheidend. Und dein Ultimate verstärkt alle Fähigkeiten. Das ist ideal für einen Teamfight. Wenn es gerade knapp wird und du zündest dann dein Ultimate, dann kannst du mehrere Mitspieler auf einmal heilen oder eben dein Team stärker machen. Mein zweiter Support-Tipp wäre Lucio. Lucio heilt automatisch im Umkreis. Du brauchst also keine Zielerfassung, um deine Mitspieler zu heilen. Und er ist sehr gut geeignet, weil er eine hohe Mobilität hat. Du spielst Lucio, indem du in Bewegung bleibst. Du kannst später, wenn du ihn beherrschst, Wände nutzen für deine Mobilität. Du kannst zwischen Heilung und Geschwindigkeit je nach Bedarf hin und her schalten. Also ist dein Team gerade relativ gut aufgestellt und braucht nicht geheilt werden, dann kannst du sie schneller machen. Und das Ulti von Lucio ist sehr stark, denn das schützt das ganze Team. Das ganze Team bekommt ein Überschild und es kann einen Zweikampf entscheiden. Also Lucio eignet sich sehr gut für Spieler, die gerne aktiv sind, aber nicht immer präzise schießen wollen und zielen wollen. Mein dritter und letzter Tipp wäre Moira. Moira hat eine großzügige Zielerfassung beim Heilen und beim Schaden austeilen. Sie hat eine hohe Selbstheilung und eine gute Mobilität. Und eben aufgrund dieser Mobilität verzeiht sie Positionierungsfehler, die am Anfang gerne passieren. Du spielst Moira eher in der mittleren Distanz, nicht so sehr hinten. Du nutzt deine Heil- und Schadensorbs je nach Situation. Du hast eine sehr gute Fluchtfähigkeit, die du am Anfang defensiv benutzt. Das wird sich alles, wenn du den Charakter beherrschst und das Spiel besser verstehst, noch ändern. Das sind jetzt alles Tipps für Spielweisen am Anfang. Und ihr Ultimate, ihr Ulti heilt und schadet gleichzeitig. Ist also sehr gut für Teamfights, die auf der Kippe stehen. Du kannst gleichzeitig Schaden austeilen und dein Team heilen. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir den Einstieg in Overwatch 2 etwas erleichtern, ein bisschen Orientierung bieten und jetzt wünsche ich dir einfach viel Spaß bei deinen ersten Matches. Wir sehen uns im Spiel oder im nächsten Video. Bis bald!